Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird es letztes Mal gemerkt haben oder hat es auch gemerkt. Ich habe die Soloalben vorgezogen, obwohl wir eigentlich Alive 2 und Double Platinum noch gar nicht gesehen haben. War ein Fehler von mir. Ich habe irgendwie in die Wikipedia Diskografie geguckt und bin dann irgendwie weitergesprungen zu den Soloplatten, habe aber völlig vergessen, bei den Live-Alben und den Compilations zu gucken, wann die erschienen sind, und demnach sind wir jetzt auch erstmal bei Alive 2. Danach machen wir Double Platinum. Ich habe erst überlegt, ob ich die Soloalben jetzt durchziehe, aber ich möchte doch ein bisschen in der Reihenfolge bleiben. Demnach war Peter Criss jetzt ein Zwischenvideo und die anderen 3 Soloalben kommen nach Alive 2 und Double Platinum. Also es geht jetzt wieder der Reihe nach weiter. Und das mit Peter war halt einfach ein Ausrutscher. So, nach dem Intro starten wir. Ja, Alive 2, das Album, was im Prinzip anknüpfen sollte an Alive 1, denke ich mal, von dem Erfolg. Ich muss gestehen, ich fand Alive 2 immer geiler von der Aufmachung und von dem Innenbild, das gucken wir uns gleich an. Und allgemein das Bild von Gene ist für mich der absolute Knaller. Das hat mich damals so gecatcht. Ja, Granate. Das Album wurde, glaube ich, ja ein bisschen bearbeitet bezüglich der Live-Tracks, weil die hören sich extrem gut an. Aber was das Schöne an diesem Album ist, wir bekommen da natürlich zusätzliche Songs. Und das macht es für mich eigentlich zu dem wertvolleren Live-Album, weil wir haben All American Man, Rocking in the USA, Larger Than Life, Rocket Ride und Any Way You Want It. Und Any Way You Want It, ich liebe den Song, ich weiß auch nicht warum, er ist irgendwie so kitschig. Ich finde ihn einfach geil. Also das macht es für mich eigentlich zum interessanteren Album als Alive 1. Und ja, allein das Bild von Gene hier. Es ist ein Knaller. Gene hat live nie so ausgesehen. Also ich finde es einfach ein Granatenbild. Und für mich damals, ja, wo ich dachte so, boah, wie geil sind die denn live? Weil ich hatte damals nicht die Option, zum Konzert zu gehen oder Videos zu sehen oder eine DVD zu kaufen. Das gab es zu der Zeit nicht. Demnach hat man sich alles Mögliche ausgedacht, was oder in Gedanken durchgespielt, was die auf der Bühne da machen. Und für mich war das ein Knaller. Und ja, hier starten wir jetzt mal mit den Pressungen. Habe ich eine Reissue. Sie ist noch original verschweißt. Warum ich sie nicht geöffnet habe, kann ich euch gar nicht sagen. Ich lasse die auch erstmal einfach zu. Es ist auf jeden Fall eine aktuelle Pressung. Ich weiß aber auch nicht, wann ich sie gekauft habe, wo ich sie her habe und warum ich sie eingeschweißt gelassen habe. Es hatte irgendeinen Grund, deswegen lasse ich sie auch erstmal noch zu. Was mich hier allerdings ein bisschen nervt, es scheint ein Aufkleber drauf gewesen zu sein, weil man sieht das hier so ein bisschen, dass da so ein Schatten ist, der so typischen Hype-Sticker-Größe daherkommt. Irgendwas war da drauf, nicht von mir abgezogen, anscheinend von der Person, wo ich es entweder gekauft habe oder dem Laden, wo ich es gekauft habe, keine Ahnung. Kommen wir zur deutschen Pressung, und das ist meine aus der Jugend, aus der Kindheit. Ich möchte hier Folgendes zeigen, warum ich immer erkenne, dass sich diese Platte ja meine ist. Und zwar habe ich, vielleicht kann der ein oder andere sehen, als Kind ein Papierblatt draufgelegt und habe dann 1000-mal Kiss AC/DC, Kiss AC/DC, Kiss AC/DC geschrieben. Warum auch immer ich das getan habe, auf dem Cover doll reingedrückt, natürlich entweder mit Bleistift oder mit ja, Kugelschreiber, wie auch immer. Als ich es damals dann gesehen habe, habe ich gedacht so, ach du Heiliges, was habe ich denn da getan? Da oben steht sogar irgendwo Andi. Nee, das soll auch AC/DC sein. Okay, egal. Auf jeden Fall habe ich das ein bisschen verflucht, als ich fertig damit war. Aber das ist meine, die wird für immer bei mir bleiben. Das ist irgendwie ja auch ein Andenken an die Jugend, muss man ganz klar sagen, was man da für Mist gemacht hat manchmal. Gucken wir uns dieses Live-Innenbild an, was für mich zum besten Gatefold-Bild aller Zeiten gehört. Ich meine, guckt euch das an. Da denkt man wirklich, die sprengen auf der Bühne alles in die Luft. Inwieweit das Bild wirklich real ist oder ob da auch was bearbeitet wurde, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Granatenbild und ja, hat auch damals meine Fantasie extrem angeheizt, was bei Kiss auf der Bühne so abgeht. Ein Kracher, muss man ganz klar sagen. Ja, zum Album selber. Es sind Innenhüllen mit drin.
Die habe ich extra gepackt. Und wir haben hier die Scheibe. Ich muss allerdings gleich mal gestehen, ich weiß gar nicht, ob das die Original-Innenhüllen sind. Kiss Alive 2, halt printed in West Germany, deutsche Pressung, Phonogramm. Und ich muss jetzt mal gucken, was ich hier für eine Innenhülle habe. Vielleicht habe ich die auch damals nur irgendwo bekommen und reingepackt. Ja, es sieht nach einer amerikanischen Innenhülle aus. Ich habe da einfach eine reingeschoben. Ist auch nur eine. Also anscheinend hatte ich mal irgendwo eine über. Ja, meine Scheibe aus der Jugend, Andenken fürs Leben, deutsche Fassung. Und da knüpfen wir natürlich an, aus dem Hause Phonogramm habe ich nochmal hier, ohne dass ich drauf rumgekriegelt habe. Es dürfte dieselbe Pressung sein, ist innen nicht mehr ganz so hübsch wie die andere, aber auch da haben wir wieder ja, keine original bedruckten Innenhüllen, wieder printed in West Germany. Es wird dasselbe Album sein, einfach nur behalten, damit ich eine Fassung habe, wo ich nicht drauf rumgekriegelt habe. Also das nochmal im besseren Zustand. Ja, machen wir hier weiter, die auch nochmal in tollen Zustand, auch nochmal aus dem Hause Phonogramm. Jetzt muss ich mal gucken, ob das wirklich identisch ist hinten. Sie hat irgendwie einen mehr gelben Ton, die ist mehr orange hier, die andere. Wir schauen mal rein, was uns da erwartet. Da kommen schwarze Innenhüllen, die ich wahrscheinlich ausgetauscht habe. Genau, und da haben wir nämlich eine andere Pressung. Da ist nämlich das KISS-Logo auf dem Label. Und das Ganze ist dann, das ist eine holländische Pressung, genau. Eine holländische Pressung mit deutschem Logo. Deswegen habe ich natürlich die behalten. Cover, bisschen ja, farbenfroher, muss man ganz klar sagen. Wir gucken auch noch mal in die Innenseite rein. Die sieht aber genauso matt aus, vielleicht sogar ein bisschen heller. Also das die holländische Alive 2 Version. Und das Ganze habe ich dann irgendwie nochmal aus dem Hause Phonogramm. Wir gucken hier auch mal rein. Das Bild sieht wieder ein bisschen farbenfroher aus als das eben. Ich bin jetzt gespannt, was mich hier jetzt erwartet. Wieder anderes Innenlabel, auch nochmal Made in West Germany. Ja, keine Ahnung, warum ich die jetzt behalten habe. Es sieht aus, als wäre es nochmal die identische deutsche Fassung. Vielleicht, weil die nochmal wieder besser im Zustand ist als die anderen beiden. Weil die ist wirklich richtig schön hier vom Zustand. Ist aber auch keine Neupressung, denke ich, oder so. Also bei den Alive bin ich ein bisschen raus, was ich hier jetzt wirklich habe. Aber es scheint auch keine Neuauflage zu sein. Oder irgendwas. Da oben ist auch ein Sticker-Abriss so ein bisschen. Scheint tatsächlich nochmal dasselbe Album zu sein. Ja, irgendwie habe ich hier verschiedene Fassungen, aus welchen Gründen auch immer doppelt. Dann kommen wir zu einer sehr schönen Variante optisch. Einmal dieses hier mit Originallogo Kiss Alive 2. Das Ganze sieht dann so aus. Marketed by Phonogramm steht da drauf. Innen drin sehr dunkel vom Innenbild. Und wir haben keine Beilagen oder irgendwas, aber wir gucken uns einmal eine Vinylscheibe an. Kommt hier mit dieser Innenhülle und das Ganze kommt auch mit einem Logo und ist gepresst in, ich kann es euch nicht sagen, ich gehe hier mal von der US-Pressung aus, mal so rein blind getippt. Mit England, hier steht England. Ich weiß nicht, ob die Hülle original ist, die da drin ist. Also hier helft mir gerne, weil bei Alive 2 habe ich viele Sachen, wo ich stellenweise nicht weiß, wo es hingehört. Die Pressung ist wunderschön von der Optik her, fast tadellos. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, was es richtig für eine Pressung ist. Ich müsste da wirklich mich jetzt durch Discogs durchforsten und suchen. Ja, kommen wir zu einer US-Pressung, die nicht mehr ganz so hübsch ist. Das ist mein großes Problem. Ich muss mir da irgendwann noch mal eine bessere holen. Innen drin sieht das gut aus. Hinten drauf sieht das Ganze so aus. Wir kommen gleich zu den Goodies, die dabei sind. Ich habe hier die Original-Innenhüllen mit dabei. Die gucken wir uns einmal an. So sieht das Ganze aus. Hinten mit den Platten drauf. Dann so. Und hier haben wir die KISS-Label. Und zwar 2 auf der Scheibe. Und das Ganze ist dann ja definitiv eine US-Pressung. Ob das hier was Besonderes ist, ich weiß es nicht, weil diese KISS-Labels zweimal drauf sind. Ob das ein Missprint ist oder was auch immer, bin ich echt überfragt. Was jetzt noch dazu kommt, Printed in USA, ist ein Tattoo-Sticker. Original. Das macht es für mich sehr, sehr wertvoll. Und dann haben wir noch
den Einleger, den Bestellflyer von der KISS Army. Natürlich mit den coolen Postern, T-Shirts, Cap, die Kette, die Gürtelschnalle. All die Sachen, die heute sehr, sehr begehrte Sammlerstücke sind. Super nettes Teil. Einmal auch im sehr schönen Zustand mit dabei. Und natürlich das Evolution of KISS Buch. Das werden wir gleich noch öfters sehen. Wir gucken uns das einmal an. Ich werde das jetzt nicht beim jeden Mal durchblättern. Mit tollen Live-Bildern. Hier auch Gene mit seinen komischen Zacken oben an der Schulter. Natürlich alles sehr, sehr unscharfe Bilder, aber das sieht schon echt gut aus, das Booklet. Also das eine vollständige Version. Auch da weiß ich immer nicht so recht, bei welcher Version waren wirklich die Tattoos dabei und wo nicht. Das ist auch alles sehr undurchsichtig für mich, aber ich bin froh, dass ich sie überhaupt habe. Ja, dann haben wir hier nochmal eine weitere US-Pressung. Das Ganze auch wieder in dieser Optik. Bedruckten Innenhüllen sind drin. Dann haben wir hier auch wieder diese Innenhüllen wie da und hier sieht das Ganze anders aus. Da ist das KISS-Logo da oben groß und einmal hier unten dann in klein. Also die hat wieder eine andere Vinylscheibe. Auch Made in USA. Ob da jetzt die Sticker zugehören oder sonst wie, ich kann es echt nicht sagen. Eigentlich ist es von der Optik her die schönere Platte. Vielleicht sollte ich die Sticker und den Flyer damit zupacken, aber vielleicht könnt ihr mehr Licht ins Dunkel bringen, wo das alles wirklich zugehört. Dann haben wir eine weitere Pressung, die wirklich vom Cover sehr, sehr schön im Zustand ist. Innen drin sehr dunkel das Bild gehalten, auch hinten drauf sehr, sehr dunkel gehalten. Sieht sehr cool aus. Hier steht wieder Bellaphone Germany drauf. Wir bekommen, ich habe das Evolution of KISS Booklet mit drin. Wir bekommen etwas dickere Innenhüllen und das Ganze sieht dann so aus. Auch da wieder Bellaphone, anscheinend deutsche Pressung. Ich kann auch hier nicht zuordnen, gehört das Evolution of KISS Booklet dazu? Ja, nein. Wann die Version rausgekommen ist, weil wie gesagt, das Innencover ist wesentlich dicker als bei den anderen Pressungen. Es ist aber auch, glaube ich, keine Reissue oder irgendwas. Also es scheint eine alte Pressung zu sein. Aber ich bin da echt ein bisschen überfragt bei den ganzen Alive-Versionen. Wenn ihr Alive 2 mal eingebt bei Discogs, da kommen keine Ahnung wie viele 100 Seiten. Und ich war ehrlich gesagt müde, das durchzugucken, um da alles durchzuforsten. Ja, nächster Teil ist eine französische Pressung, gut zu erkennen. Ich liebe das, wenn es dann richtig draufsteht. Da oben Presse in France, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber ist auf jeden Fall aus Frankreich. Und dann haben wir hier einmal beschmiert und innen drin die typische Vogue Papphülle und das Label sieht so aus. Da steht auch noch mal irgendwo France wahrscheinlich drauf. Ah, hier, ja, die Vogue, genau. Das sind immer die gut zu erkennen, die aus Frankreich kommen. Da bin ich immer froh, wenn es immer deutlich erkennbar ist, wo das Ganze dann am Ende herkommt. Auf jeden Fall auch eine schöne Variante. Kommen wir langsam zum kuriosen Kabinett oder Kuriositätenkabinett, wie auch immer man das sagen möchte. Das ist diese hier. Original unterzeichnet, in Anführungsstrichen. Bei Paul bin ich mir nicht sicher. Gene sieht ganz gut aus, Peter sieht ganz gut aus, Ace eigentlich auch. Auch Paul könnte hinkommen, je nach Zeit. Was mich irritiert, ist, dass alle Autogramme relativ in der gleichen Größe sind. Alle mit demselben Stift. Es macht es für mich ein bisschen ungewöhnlich. Es kann natürlich sein, dass jemand alle 4 getroffen hat. Trotzdem bin ich da skeptisch. Und wenn wir das Ganze jetzt aufklappen, wird es noch kurioser. Ich habe die mit in der Sammlung gehabt. Deswegen ist es für mich nicht schlimm, wenn es ein Fake wäre. Da haben wir nochmal Peter Criss und Ace Frehley unterschrieben in schwarz. Auch das sieht relativ echt aus, könnte aber auch nicht sein. Je nachdem, die Unterschriften fallen immer mal unterschiedlich aus. Und das Ganze scheint 95 unterschrieben worden zu sein, wenn ich das richtig sehe. Würde mich auch wundern, wann jemand 95 dann Ace getroffen hat. Das kann ja nur zur Unplugged-Geschichte in der Richtung gewesen sein oder wie auch immer.
96 kamen sie wieder auf Tour mit Peter und so. Also schwierig. Ich weiß es echt nicht. Wenn es echt wäre, wäre es ein Knaller, aber ich gehe nicht davon aus. Dann haben wir hier diese Platte, auch wieder Kiss Alive, und das Ganze ist auch wieder in USA gemacht. Ich habe hier gar keine Innenhülle drin, sehe ich in der. Da muss ich mal Hüllen reinpacken. Aber es kommt noch ein Zertifikat dazu. Vielleicht kennt der ein oder andere ja dieses Unternehmen mit dem hochwertigen Zertifikat. Da haben wir nämlich Kiss Alive 2 Cover is Authentic and Backed for Life. International Imports. Und dann eine Unterschrift, die so ziemlich jeder machen kann. Das ist hier mit drin. Diesen Zettel kann ich auch jedem ausdrucken. Also das ist nicht wirklich jetzt ein Beleg für mich, dass das echt ist. Ich finde sie trotzdem witzig, sie sieht gut aus und sie bleibt einfach in meiner Sammlung. Mein Gott, es ist halt bei Autogrammen, die man nicht selber sammelt, immer schwer nachzuvollziehen, wenn man die Quellen nicht zu 100% kennt, ob es echt ist. Ja, kommen wir zu meinen letztens erst gezeigten Sachen, die Mexiko-Pressung. Und ich liebe sie, auch wenn sie halb auseinanderfallen. Es ist einfach nur geil, diese Mexiko-Varianten zu haben. Und ja, hier seht ihr es, Kiss Alive. Wir haben die ganzen spanischen Titel da drauf. Sehr, sehr schön. Und da ist natürlich auch noch eine zweite, die ist hier drin. Die sehen halt komplett anders aus. Das Bild ist wirklich sehr verschwommen. Überall stehen halt spanische Sachen in dem Innencover. Und hinten drauf sind die Titel allerdings in Englisch bei der Version hier. Trotzdem ein super schönes Teil. Ich bin sehr froh, diese ganzen mexikanischen Pressungen zu besitzen. Da gehen nochmal Grüße raus. Ihr seht schon, mit Vorsicht zu genießen. Es fallen immer noch Teile ab. Ja, der Zustand ist natürlich nicht so geil. Also ich zeige das mal hier hinten. Da fällt dann immer mal was ab hier. Ist eh komplett hin. Trotzdem versucht an sowas mal ranzukommen. Ist nicht wirklich leicht. Jo, jetzt kommt mal etwas, was vielleicht nicht jeder kennt. Ich kannte es nicht. Es sind, glaube ich, nicht offizielle Pressungen. Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, sie kommen aus Japan, weil da wieder dieses VIP oben drauf steht. Volume 2 mit 10-Inch Vinyl. Und das Ganze kommt dann auch noch natürlich als Volume 1. Und ich muss dazu sagen, die Dinger kosten mittlerweile ein Schweinegeld, wenn man die haben möchte. Und wenn ihr es so zusammenlegt, habt ihr halt das komplette Bild, Vorsicht über den Tisch hier, ja, das komplette Bild sieht ja nett aus, ist eine coole Version, kannte ich nicht, finde ich wirklich mega nice. Ich sehe gerade, mein Tisch ist dreckig hier, sorry dafür. Ja, auf jeden Fall, das ist eine coole Version von der Alive als Picture Disc. Jo, und wenn wir schon bei Picture Disc sind, dann bleiben wir auch bei Picture Disc Alive 2 als Picture Disc. Das Ganze ist eine nicht richtig nummerierte Variante, glaube ich. Es sind natürlich auch nicht alle Songs drauf. Ich gucke gerade mal, nee, also da ist definitiv keine Nummer oder irgendwas drauf zu erkennen. Scheint dann nicht, ich sag mal, original zu sein oder was. Wir holen es mal raus, um einmal die Qualität nochmal genauer anzugucken. Sieht okay aus. Ist ja wahrscheinlich eine Art Bootleg, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall cooles Ding und ich bin auch da glücklich, sie zu haben. Kommen wir zu den letzten beiden Exemplaren und die sind tatsächlich identisch. Da habe ich nämlich ja, Japan-Pressung zweimal, Alive 2. Der Unterschied ist lediglich im Inhalt. Wir gucken uns das Ganze einmal an. Innen sieht das Ganze dann so aus. Hinten sieht das Ganze so aus. Und dann schauen wir da mal rein, weil wir haben hier nämlich die Beilagen. Da haben wir die Innenhülle. Das Ganze kommt wieder in diese Folien. Die Scheiben sehen dann so aus. Qualität bei Japan-Pressungen immer wieder super, super schön. Nichts abgenutzt oder irgendwas. Gefällt mir richtig gut. So, der Vollständigkeit halber, es ist ein Booklet mit dabei. Hier erkennt ihr, dass es zur Japan-Pressung gehört. Natürlich, dass da oben VIP draufsteht wieder. Das ist immer die Japan-Version. Das ist bei der anderen etwas anders. Es kommt dieses Booklet mit dazu. Wieder mit den japanischen Titeln und amerikanischen oder englischen Titeln. So. Und ich habe natürlich
den Bogen dabei. Und der japanische ist so ein bisschen bläulich gehalten, der Tattoo-Bogen. Und auch da erkennt man es gut. Hier unten steht dann VIP drauf wieder. Dieses typische, was immer auf den Japan-Platten drauf ist. Das Ganze, ja, vollständig, denke ich. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas reingehört. Aber sehr, sehr cool. Jetzt zeige ich euch nochmal, was ich in der anderen Version habe. Weil da gehen wir jetzt nicht groß in die Tiefe. Das ist nämlich alles identisch vom Inhalt. Ich habe da auch wieder das Alive 2 Booklet drin. Dann habe ich auch hier das Evolution of Kiss Booklet. Und da habe ich einen Stickerbogen oder Tattoo-Bogen wieder drin. Allerdings handelt es sich hierbei um die US-Variante. Also das Ding gehört wahrscheinlich nicht in die Japan-Version. Ist auch wieder gut zu erkennen, dass es nicht diesen Blaustich hat, sondern eher so ein bisschen mittlerweile vergilbt ist. Und kann ich wahrscheinlich in eine andere Version packen. Ich lasse es aber, weil es dann doch hier irgendwie vollständig ist dadurch, hier drin, weil, ja, ich weiß noch nicht, was ich damit mache, ob ich eine Version mal abgebe, mache ich das Tattoo vielleicht in eine andere Variante und versuche die zu vervollständigen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, schreibt mir gerne rein in die Kommentare, wie ihr es machen würdet. Ich bin gespannt. Und das war mein Video zu Alive 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wieder ein bisschen länger. Es gab wieder eine Menge zu sehen. Es geht dann weiter mit Double Platinum. Da habe ich auch echt, glaube ich, eine Menge. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt alle Alive 2 Versionen gefunden habe. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich irgendwann durch bin mit der ganzen Sache, wieder von vorne anfangen mit dieser ganzen Reihe, weil ich wieder so viele Alben dazu bekommen habe, alleine jetzt schon bei denen, die ich gezeigt habe, dass es irgendwann wieder lohnt, noch ein Video für alle meine Pressungen zu machen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil wir sind gerade mal bei Alive 2 und es folgen ja noch so einige Alben. Also ich habe da noch Zeit und ich habe auch keine Eile. Ich hoffe, ihr auch nicht. Also bleibt dran, wenn ihr weiter sehen möchtet, was ich noch alles habe und bekomme und euch zeigen werde. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, die ich übersehen habe oder halt einfach nicht weiß. Und gerne ein Abo, Daumen nach oben, keine Ahnung, was ich jetzt schon gesagt habe, würde mich freuen. Also keep on rockin', tschüss.